In diesem Video erstellen wir uns jetzt, das nächste für unsere Wallpaper. Nämlich natürlich besteht ein Wallpaper hoffentlich nicht nur aus Kreisen, Vierecken, Rechtecken und kleinen, was auch immer. Also es besteht aus mehr. Und deswegen wollen wir jetzt einmal etwas malen. Wir gehen wieder an das iPad und ich zeige dir, wie du am iPad mit einem Pinsel dafür kleine Line-Arts malst und diese Line-Arts dann später für dein Wallpaper nutzen kannst. Wir exportieren das Ganze, sobald wir fertig sind, als PNG. PNG-Dateien haben einen transparenten Hintergrund. Ich verlinke hier das Video nochmal, wo ich auf die Unterschiede eingehe. Und wenn wir als PNG exportieren, ist das schön, wir haben einen transparenten Hintergrund und können da etwas drunter legen. Du musst dir es ungefähr so vorstellen wie ein Tageslichtprojektor, wo ich etwas drauflege, ein Blatt, dann lege ich ein zweites drauf, dann ein drittes und das zweite scheint durch das dritte und andersrum und durch das dritte kann man bis nach ganz unten sehen. Also das ist so ein Schichtprinzip. Und so ist das im Prinzip auch, wenn du in Photoshop oder in einem anderen Programm, was Ebenen unterstützt, verschiedene Ebenen drauflegst. Dann haben wir auf der einen Seite unser Line Art, also meinetwegen unsere Blume, dann auf der anderen Seite vielleicht ein Zitat und ganz unten haben wir noch ein Hintergrund und das alles schichten wir übereinander. Deswegen müssen wir verschiedene Sachen machen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und genau darum werden wir uns in diesem Video kümmern. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie du ganz einfache, simple Blumen auf deinem iPad malen kannst und diese exportieren kannst. Und hinterher natürlich werden wir die weiterverarbeiten. Ich habe hier jetzt einmal ein paar Lavendelzweige für unser Wallpaper-Projekt gemalt und ich will dir einmal zeigen, dass wir die so ähnlich nutzen können, wie wir das schon mit unseren Rechtecken und Kreisen getan haben. Dafür nehme ich jetzt hier einmal das Auswahlwerkzeug und schaue nochmal, ob ich auf der richtigen Ebene bin. Und das bin ich. Ich bin hier auf der linken Seite und den werde ich jetzt mal einmal hier umkreisen. Ja, ich mache das ein bisschen kleiner, damit ich auch sehen kann, dass ich alles habe. Und ich gehe einfach einmal mit meinem Apple Pencil drum herum und wähle das komplette Ding aus. Wieder 3 Finger, sage kopieren. Und wechsle im Prinzip in ein neues Dokument. Ich nehme jetzt mal wieder ein anderes und wieder 3 Finger und sage einfügen. Und dann habe ich hier auch schon mein Line Art drin und kann das natürlich hier beliebig positionieren. Warum? Es hat 2 ganz dicke Vorteile. Es ist nämlich transparent und es liegt auf einer eigenen Ebene. Das heißt, wenn ich hier einmal reingucke, kannst du sehen, dass das Bild so übertragen wurde, wie ich das gerade in dem anderen Dokument hatte. Und zwar auf einer eigenen Ebene. Und wichtiger noch, es gibt keinen Hintergrund. Das ist wichtig, damit die ganzen Sachen hier aufgeschichtet werden können. Ja, wir haben hier mit der Hintergrundebene angefangen. Das war eine einfache Farbe. Dann haben wir hier einen Watercolor-Pinsel genommen, also einen Aquarellpinsel und haben hier so 2 Splashes hingemacht und anschließend haben wir hier noch mehr, diese ganzen Punkte hingemacht und dann sind wir hingegangen und haben einen dritten Pinsel genommen und haben Blätter gemalt. Dann sehe ich, ist ein kleiner Fehler drin. Die Blätter sollten eigentlich natürlich auf einer eigenen Ebene sein. Und jetzt kommen wir zur Line Art. Und die ist nochmal ganz interessant, weil die natürlich der ganzen Sache mal ein bisschen mehr Pep verleiht. Ne? Jetzt gehe ich mal zurück in mein Dokument. Ich habe ein Dokument angelegt in 2048 x 2048. Klicke ich einfach hier drauf, wird mir dann erstellt. Die Größe ist ausreichend, weil mein Wallpaper 1920 Pixel hat. Also reicht das völlig. Du kannst das Ganze natürlich auch immer größer machen. Ich gehe jetzt hier nochmal raus. Dann kannst du hier oben auf das Pluszeichen klicken und dann hier auf diese schwarze Box mit dem Pluszeichen und hier kannst du dann nochmal eine komplett eigene Leinwand erstellen. Ich gehe jetzt mal hier auf Abbrechen, weil mir soll das jetzt hier genügen. Ich will dir jetzt einmal zeigen, wie man Line Art malt. Also, du kannst natürlich eigentlich jeden beliebigen Pinsel nehmen. Ich nehme immer gerne den Kalligrafie-Pinsel Monoline. Hat einfach den Vorteil, ich bekomme saubere Striche hin. Bei den anderen oder vielen anderen oder gerade auch bei Kreide oder Bleistift oder was auch immer, sind es ein bisschen gezackelt. Ja,
das ist ein schöner Effekt, wo es denn passt. Bei Line Art, finde ich, passt es nicht so ungefähr. Line Art ist nämlich letztendlich einfach nur ein schwarzer Strich, der sich gegen einen einfarbigen Hintergrund abhebt, vorzugsweise sogar weiß. Und deswegen, also das wird als Line Art gängig bezeichnet und deswegen finde ich, ist dieser Pinsel der beste dafür. Du kannst natürlich auch jeden anderen ausprobieren, das bleibt dir überlassen, aber damit kann man schon eigentlich am besten malen. Und letztendlich geht es darum, jetzt irgendwelche Blüten und Blumen zu malen. Ich habe jetzt mal mich für Lavendel entschieden. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich setze unten links mit meinem Apple Pencil an und ziehe das Ganze hoch. Wenn ich den jetzt festhalte, dann biegt er sich ein bisschen gerade. Jetzt kann ich den loslassen und dann beginne ich mit meinen Blüten hier. Und wenn ich nicht weiß, wie Lavendel aussieht, habe ich einfach ein Foto neben mir. Dann kann ich mir das genau angucken. Aber ich habe mir das jetzt mal vorab angeguckt, und weiß, dass Lavendel sich so ganz klein aneinander formt hier und dann zu einer großen Blüte wird, oder Blüte kann man das sagen, ich weiß nicht, Botaniker bin ich jetzt nicht. Auf jeden Fall kann ich so einfach anfangen, mein Lavendel hier zu zeichnen. Machen wir mal noch ein paar Blüten hier hin. Versuche das Ganze nicht zu gleichmäßig zu machen, weil das sieht dann auch immer seltsam aus. Die Natur ist nun mal nicht gleichmäßig. Die dürfen sich auch überlappen, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du das dann ungefähr hast, dann kommen jetzt hier noch einfach die Blätter dran. Die gehen immer hier oben breiter auseinander. Bitte vorher einfach einmal anschauen, ne? Dafür ist das Internet ja ideal. Und dann habe ich hier auch meine Lavendelblätter. Wenn die mir nicht gefallen, kann ich sie ja immer noch mal zeichnen. Das ist nämlich das Schöne definitiv am digitalen Zeichnen. Ich kann das einfach wieder ausblenden und neu machen, wenn mir das nicht gefällt. Und ja, dementsprechend kann man sich da gar nicht groß vertun. Oder muss Papier wegschmeißen, was man teuer gekauft hat. Also es hat schon seine Vorteile. Na, jetzt habe ich das aus Versehen weggemacht. Jetzt will ich es wegmachen. Also einmal hier rein nochmal, weil Lavendel hat immer so einen Steg in der Mitte. Gut, das war es auch schon eigentlich. Wichtig ist jetzt, ich mal jetzt nochmal hier ein Blatt hin und dann erzähle ich dir, wie wichtig das ist, dass du jetzt einen transparenten Hintergrund hast. Gesehen, warum hast du ja schon. Jetzt zeige ich dir nochmal, wie das funktioniert. Also ich stelle hier einfach alles andere aus und du siehst, was passiert. Wenn ich die Hintergrundebene ausstelle, dann habe ich hier so kleine Kästchen im Hintergrund. Das heißt, es ist eine Transparenz. Natürlich handelt es sich hier um eine Pixelebene. Das heißt, wenn ich das jetzt besonders groß ziehe, wird es irgendwann unscharf. Das bleibt gar nicht aus. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir ja das Ganze als PNG abspeichern und für unsere Bilder nehmen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf dieses kleine Schloss, auf Teilen und dann sage ich PNG und jetzt wird mir das als PNG exportiert. Das heißt, ich kann mir das auch einfach hier auf meinem iPad sichern, wie auch immer. Ich mache das jetzt mal und dann kann ich rübergehen in mein anderes Bild und das hier öffnen. Ich nehme einfach jetzt das wieder. Jetzt öffne ich mal hier mein Bild. Hier auf hinzufügen, Foto einfügen, weil ich es gerade als Foto gespeichert habe. Ja, und dementsprechend kann ich auch da mein Lavendel wieder hier hinholen, ja. Und kann das hier einbauen. Es bleibt natürlich dir überlassen, wie du das gerne möchtest, aber vom Grundprinzip her so funktioniert es. Und natürlich die zweite Möglichkeit, die ich dir gezeigt hatte, du kannst das hier ausschneiden. Ich zeige es nochmal, was es hier auch funktioniert. Einfach einmal ein bisschen kleiner machen, damit ich alles drauf kriege. Gehe einmal mit dem Apple Pencil hier drum herum und 3 Finger nach unten und sage kopieren und kann dementsprechend das Ganze auch in der Galerie in mein Bild einfügen. Nochmal 3 Finger und wieder einfügen und dann habe ich schon einen zweiten. Ja, so einfach ist das eigentlich. Jetzt ist die Frage, möchtest du, dass
ja, ich sag mal, einfach für dein Wallpaper nutzen? Oder möchtest du daraus ein Grafikset erstellen, was du dann verkaufst? Du kannst sowohl als auch machen. Ja? Je individueller dein Produkt ist, desto mehr wird es natürlich letztendlich verkauft. Ne? Jeder möchte ein einzigartiges Produkt haben. Deswegen ist es eigentlich immer gut, ja, das, was du hier benutzt, auch wirklich nur hier zu benutzen. Du kannst aber auch hier die ganzen einzelnen, was wir ja diese Halbkreise hatten oder das Oval oder was auch immer, du kannst alles einzeln abspeichern. Hier hatten wir das auch. Und diese einzelnen Formen und Blumen, hier nochmal ein Dokument, einzeln abspeichern als PNG und daraus ein Grafikset machen oder halt später nochmal für dein iPad nutzen und dann deine Wallpaper oder was auch immer du gestalten möchtest daraus machen. Kein Problem. Du hast da zwei Möglichkeiten, zwei richtig gute Möglichkeiten, die man da an der Hand hat. Also wichtig ist einfach nur, dass man sich in Ruhe hinsetzt und hier ja sein Line Art erstellt sozusagen. Ja. Wie gesagt, wenn du dir nicht sicher bist, wie das Ganze aussieht, hast du auch immer noch die Möglichkeit, dir ein Bild aufzumachen. Ja, ich mache jetzt mal hier ein iPad und gebe hier oben mal einfach ein Lavendel. Und habe dann ein Bild. Unter Bilder kann ich mir dann ein Bild öffnen, damit ich sehe, wie meine Lavendelblüten aussehen. Und jetzt habe ich es so gemacht, also nochmal. Und das Ganze kann ich mir dann hier nebenziehen. Ja? Also ich ziehe jetzt Procreate einfach hier neben. Und dann kann ich auch schön zeichnen. Ja? Also bitte nicht abzeichnen. Oder abzeichnen schon, aber nicht kopieren. Aber so kann ich dann eben auch mein Lavendel zeichnen. Und das ist dann natürlich sehr viel einfacher als alles aus dem Kopf. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hattest viel Spaß beim Erstellen von ein paar Line Art. Und wenn du jetzt sagst, das digitale Malen ist so gar nichts für dich, dann ist das auch kein Problem. Ich verlinke nämlich einmal unseren Kurs Watercolor für Grafikdesigner hier in der Infobox. Und wenn du Lust hast, schau doch mal vorbei. Ich zeige dir darin ganz genau, wie das funktioniert, wie du deine eigenen, ja, wie du Farben mischt, wie ein Farbkreis zu lesen ist. Ich zeige dir aber auch, wie du ja erste Pinselstriche machst und ein wenig malst. Also dieses Wissen kannst du natürlich auch auf das iPad übertragen, weil natürlich sind auch da die Farben dieselben, der Farbkreis ist derselbe und Farben mischen ja, okay, das ist ein bisschen anders, aber du pickst dir im Prinzip einfach nur eine Farbe, aber das Prinzip ist natürlich gleich. Und auch wenn du malst, lernst du, wie das mit dem iPad oder mit dem Apple Pencil funktioniert. Der ist ja ähnlich wie ein Pinsel, deswegen ist das prima vergleichbar. Und ja, der Kurs könnte dir helfen, wenn du das noch nicht so ganz verstanden hast. Ich hoffe, dass du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Und dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Tschüss!